Die Stars von mittendrin Flughafen Frankfurt. Wer sind ihre Helden aus der beliebten HR-Flughafen-Doku? Die Zuschauer durften entscheiden. Über wen möchten sie mehr erfahren? Wer bekommt den Titel mittendrin All-Star? Und das sind ihre Favoriten. Flugkapitänin Ricarda Tammerle, Follow-Me-Fahrer Mario Hahn, Feuerwehrmann Bastian Haas, Bundespolizisten Nina Lenzner und Ingo Vorberg, Pushback-Fahrer Steffen Meilinger. Sie haben entschieden und wir produzieren. Die Top 3 senden wir am Osterwochenende täglich um 18:45 Uhr im HR-Fernsehen. Heute Platz 2 unserer Challenge. Guten Morgen. Und fit schon? Ja, fit noch nicht, aber es wird langsam besser. 5:30 Uhr, Schichtbeginn für den Hesse. Da steht unser Einsatzfahrzeug Victor 79. Wie viele Stunden wirst du da jetzt drin sitzen? Ja, die nächsten 8 Stunden. Seit 3 Uhr ist Mario Hahn schon auf den Beinen. Jeden Tag fährt er von Limburg zur Arbeit 70 Kilometer. Mal einen kurzen Check, ob alles soweit in Ordnung ist. Ob die Reifen noch in Ordnung sind, keine Beulen. Können wir mal in den Kofferraum gucken. Hier ist unser Waffenkasten zur Vogelvergrämung. Da ist eine Schreckschusspistole drin. Feuerlöscher, Besen, Schaufel. Dann haben wir hier für kleinere Ölpfützen etwas Granulat. Ja. Verbandskasten, Absperrmaterial. Mario Hahn ist Follow-Me-Fahrer. Er und seine 14 Kollegen lotsen heute Piloten. Sie kontrollieren Rollwege für Flugzeuge und checken Start- und Landebahnen. Sorgen für Sicherheit. Soweit alles in Ordnung. Dann können wir einsteigen und starten. Die Frühschicht kommt, die Nachtschicht geht. Marios Job kostet Kraft. Er arbeitet 7 Tage am Stück. Dann hat er 3 Tage frei, dann wieder 7 Tage Action und 4 Tage frei. Und wieder von vorne. Im Schichtbetrieb. Früh, spät, Nacht. Zuerst braucht Mario Hahn einen starken Kaffee. Dann kann es losgehen. Nein, Follow-Me-Fahrer tragen keine Einheitsfrisur. Die beiden Herren kennen sich einfach gut. Wir sind Brüder, die Hahns. Wir kommen aus der Nähe von Limburg und sind schon über 30 Jahre hier im Flughafen. Wie ist es, als Brüder zusammen beim selben Arbeitgeber zu sein oder so zusammen? Ist das schön? Manchmal praktisch. Läuft ohne Probleme. Wie ist das gekommen, dass ihr beide hier gelandet seid, auch ausgerechnet bei Follow-Me? Wir haben in verschiedenen Abteilungen hier gearbeitet am Flughafen und später, als dann Leute gesucht wurden, hat man sich dementsprechend beworben. In dem Fall er. Und seitdem sind wir zusammen hier in der Abteilung. Wie verbringt ihr mal auch Zeit hier zusammen am Flughafen? Auch mal Pause oder wie macht ihr das? Auch mal Pause. Wir kommen als Fahrgemeinschaft, fahren schon sehr lange zusammen. Das harmoniert wunderbar. Alles gut. Die Hahn-Brüder müssen aufs Vorfeld. Kurze Absprache auf Hessisch. Mit dem Lampenwagen oder was, Frank? Ja, wie soll die dann da reinpassen? Ja, entweder ihr fahrt den Lampenwagen und ich fahre den Wir fahren mit dem Auto, mit dem Follow-Me Dann mit. fahre ich mit dem Lampenwagen rüber und dann tun wir das Wo startest du dann? Wo sollst du dich dann hinstellen jetzt? drüber im Süden. Sierra wie viel? Sierra 7, so ist das irgendwo. Sierra da 7, geht's dann okay. rüber hin. Treffen wir uns bei Sierra 7, Ja. okay? Okay. Sierra 7, so heißt eine der Fahrstraßen am Flughafen. Vergangene Nacht hat sich ein Pilot verfahren. Er war auf eigene Faust unterwegs, ohne Unterstützung der Follow-Me-Fahrer. Das kann dann auch mal schiefgehen. Der Flieger ist wohl in die Baustelle gerollt gestern. Da gab es wohl ein kleines Missverständnis. Ja, das wurde aber dann von uns entschärft. Wurde halt heute noch mal angesprochen und gestern war auch Nebel. Bei Nebel ist schon mal möglich, dass sowas passieren kann. Ne?
Zum Glück ist nichts passiert. Der Pilot ist offenbar zum ersten Mal in Frankfurt gelandet. Mario Hahn ist seit 30 Jahren am Flughafen. Von Langeweile keine Spur. Das ist immer wieder faszinierend. Jumbo ist natürlich auch faszinierend. Autos, Busse, Lastwagen dürfen nur auf gekennzeichneten Fahrbahnen unterwegs sein. Volumifahrer nicht. Sie können kreuz und quer düsen, denn sie kontrollieren auch die Fahrstraßen der Flugzeuge. Ja, man darf nirgendwo gegenfahren. Man hat auch schnell was übersehen. Und wenn man so nah dran ist, kann es auch schon mal teuer werden. Teuer ist es für Mario Hahn noch nie geworden. Die A330. Der 50-Jährige kennt fast alle Flugzeugtypen. Könnte locker für eine Quizshow reichen. Ja, schon. Wenn ich wach wäre, könnte ich ein paar raten. Ja. Dafür gibt's Kaffee und Flughafenadrenalin. Das hält wach, sagt er. Dann müssen wir mal ein bisschen den Müll beseitigen, der hier rumliegt. Papier und Plastik, immer schlecht. Gummi, Pappe, Folie. Auf dem Gelände fliegt so einiges herum. Gefährlich, sagt Mario Hahn. Das räumen wir immer weg. Ja, wenn die Triebwerke das ansaugen, ist natürlich nicht von Vorteil. Mario Hahn fährt in den Süden zu seinem Bruder. Das ist Sierra 7. Mario ist angekommen. Die grünen Lampen leuchten den Piloten den Weg. Hier dürfen sie entlangfahren. Doch diese Wege sind alt. Sie müssen erneuert werden. Vor allem nachts, wenn kaum Flugbetrieb ist. Während der Bauarbeiten sind die Wege gesperrt mit roten Lampen. Sind die Arbeiten erledigt, werden die Rollwege wieder freigegeben. Geht nur um hier die Sperrung. Die Sperrung. Mario und sein Bruder sollen die Warnlampen abholen. 4 Kette im Osten. Auf dem Romeo. 1, 2, 3, 4. Doch die Hahn-Brüder können nicht loslegen. Eine Kehrmaschine reinigt noch die Fahrbahn. Ein anderer Kollege kontrolliert die Strecke. Er sucht nach gefährlichen Gegenständen, Steine, Werkzeuge, die vergessen wurden. Erst wenn er sein Okay gibt, dürfen die Hahns starten. Geht los. Jo. Sie fahren parallel entlang einer Start- und Landebahn. Die ist auch noch gesperrt. Zur Sicherheit für die Hahn-Brüder. Sind die Lampen weg, informieren sie den Tower. Minuten später werden hier schon die ersten Flieger rollen. Lass die an, die Lampe. Wieso an? Anlassen. Die bleiben jetzt an, damit ich weiß, welche Lampen gestellt wurden. Und dementsprechend weiß ich auch, wie ich die laden muss. So, jetzt fahren wir auf die andere Seite, holen die andere Kette und so weiter und so fort. Noch 3 Absperrungen, 30 Lampen. Dann ist auch diese Bahn wieder frei und sicher. Jetzt haben wir einen Bündelfunkauftrag im Osten. Was heißt das? Da müssen wir ein betriebsfremdes Fahrzeug rauslotsen. Der hat keinen Führerschein. Der wird von uns jetzt rausgelotst. Kein Führerschein heißt? Kein Vorfeldführerschein, ist irgendeine Firma. Ohne Vorfeldführerschein darf keiner neben solchen riesigen Fliegern fahren. Soeben gelandet aus Abu Dhabi. Der Flughafen hat seine eigenen Verkehrsregeln. Schilder gibt es nicht, dafür Zeichen. Hier ist es auf dem Boden aufgebracht. Hier kann man es sehen, Stopp bei Rollverkehr. Das ist ein Stoppschild mit 2 Fliegern dran. Das heißt dann halt, wenn ein Flieger sich hier in der Nähe befindet, dann muss der Verkehrsteilnehmer hier stoppen. Flugzeuge haben immer Vorfahrt. Sogar Feuerwehr und Rettungsdienst müssen warten. Und mehr als 30 Stundenkilometer sind auch nicht erlaubt. Das gilt für Flieger genauso wie für Autos. Autokräne, Bagger, aber auch Arbeiter lotst Follow-Me-Fahrer Mario jeden Tag über den Flughafen. Vor allem morgens, wenn die Arbeiter von den Nachbaustellen nach Hause wollen. Mit etwas Glück gibt sogar was zu sehen fürs Fußballerherz. Der
Eintracht-Flieger. Ne? Dem Fußballtrainer vom FC Liverpool hat er mal die Hand geschüttelt. Jürgen Klopp. Sympathischer Mann, sagt Mario. Jetzt haben wir hier unser Fahrzeug. Wie vermutet. Handwerker einer Baufirma von der Nachtschicht. Einmal zum Ausgang, bitte. Ja, die werden jetzt nach Hause fahren, die machen Feierabend, die bringen wir jetzt raus am Tor 75. Der Lotse fährt vorne weg und die Firma fährt hinterher und dann klappt das. Auftrag erledigt, jawohl. Schauen wir mal durch hier, wie die Lage aussieht. Mario fährt weiter. Zur Position F235. Hier wollte eine Postmaschine starten. Doch beim Schleppen ist die Schleppstange gebrochen. Mario will sicher sein, dass hier keine Metallreste oder andere Hindernisse liegen, die Flugzeugen gefährlich werden könnten. Ja, ich gucke hier schon mal, ob hier irgendwas liegt. Irgendwelche Verschmutzung vorliegt auf der Position. Mal was einsammeln können an Metall, Papier, Pappe, Fettzuckerösen, was hier alles so rumliegen kann, Öl. Da liegt was, guck mal. Da habe ich was entdeckt, das geschulte Auge. Was habe ich eben noch gesagt? Metallteile ist zu achten. Und schon haben wir es. Da darf keiner drüber rollen, das kann im Reifen stecken bleiben oder beim Start dann aufgeschleudert werden. Sowas kann zur Katastrophe führen, deshalb muss sowas sofort entfernt werden. Metallteile auf einer Startbahn in Paris haben 2000 eine Concorde-Maschine schwer beschädigt. Das Überschallflugzeug verunglückte. 109 Tote, die meisten waren Deutsche. Metall ist ganz schlecht. Mario will seinen Bruder informieren. Stammt die Schraube von der Abschleppstange oder sogar von der Frachtmaschine? War das 235 mit dem Scherbolzen eben? Das war 235, ja. Hast du das Teil gefunden? Jawohl. Okay. Techniker sollen das Metallstück untersuchen. Alles klar. Alles Danke, klar, ciao. danke auch. Bruder Frank bringt es hin. Mario ist über seinen Bruder zum Job gekommen. Der ist schon, ich glaube, 4 Jahre länger da wie ich. Und der hat natürlich gesagt, bewerb dich mal am Flughafen. Sicherer Arbeitsplatz auf jeden Fall und dann macht es da auch sehr viel Spaß. Ja, so bin ich zum Flughafen gekommen. Ich mach's gerne, mir macht Spaß. Ich könnte mir nichts anderes vorstellen im Moment. Hier ist man immer am Puls, hier ist immer was los. Hier ist immer Action. Es ist natürlich auch sehr viel Verantwortung, immer zwischen den großen Maschinen herumzufahren. Aber trotzdem macht es sehr viel Spaß. Marios Bruder Frank hat Neuigkeiten. Ich war mal beim Mechaniker von der DHL. Okay. Das Teil ist vom Scherbolzen unteres Teil. Also das Sehr hat gut. mit der Maschine nichts zu tun. Alles klar, ciao. Entwarnung. Das Teil gehört zur Abschleppstange. Seine Aufträge bekommt Mario von der Follow-Me-Zentrale und der Vorfeldkontrolle. Sie können ihn per Funk erreichen. Kennst du den Ölfleck da bei November 7 Alpha 40 schon? Nein, Der Ölfleck für Alpha 40 auf November 7. Der Rüdiger hat die gerade alle immer nördlich an Leitingen vorbeigenutzt. Kannst du mit der 143er müssen auch direkt machen. okay. Gefahr an Position A40. Ein Busfahrer hat die Vorfeldlotsen informiert. Ja, er sagt, hier ist ein kleines Ölleck gewesen. Hier liegen ein paar Tröpfchen. Alpha 30 steht. Alpha 30 on Block. Nördlich der Leitlinie würde ich sagen, ein bisschen Hydrauliköl verloren.
Piloten können Ölflecken aus dem Cockpit schlecht erkennen. Dieser Flieger darf auf keinen Fall da durchfahren, sagt Mario Hahn. Ja, ist erstens mal rutschig und aggressiv, die Flüssigkeit. Ja. Und die Reifen werden davon porös und rutschig. Das will man natürlich nicht haben hier im Sicherheitsbereich. Deshalb muss das entfernt werden. Mario Hahn wird die Maschine umleiten. Er informiert die Kollegen von der Vorfeldkontrolle. Ich hole sie bei 7 ab und tue sie etwas rumlotsen um den Fleck. Um den Ölfleck kümmert sich die Feuerwehr. Für den Piloten heißt es Follow Mario. Die Maschine muss zur Parkposition V143 auf dem Vorfeld. Flieger einwinken, auch das gehört zu den Aufgaben eines Follow-Me-Fahrers. Die Position ist weit weg vom Terminal. Damit Flugzeuge an der richtigen Stelle stehen bleiben, brauchen Piloten Unterstützung. An den Terminals gibt es elektrische Tafeln, die zeigen den Piloten, wie viel Meter sie noch nach vorne rollen sollen. Auf dem Vorfeld übernehmen das Follow-Me-Fahrer. Stopp, passt. Tschüss. Ein Bus fährt später die Passagiere zum Terminal. Mario Hahn fährt jetzt zu einem besonderen Platz. Das ist da vorne dieser Windschutzzaun. Da wurde die Tanzszene, die berühmte, gedreht. Der Kiki Dance. Wo hier? Genau hier. Da auf das Emblem gefilmt, Frankfurt Airport. Genau. Ich wollte mich mal tanzen sehen. Na gut, mal hier gucken. Tun wir das dann mit öffnen. Da ist er. Eine Idee der Marketingabteilung des Flughafens. War spontan. Was war der Grund? Ah ja, ich bin gebeten worden, das zu tun. Und dann habe ich das mal versucht und es war ganz lustig und das ist ein Knaller geworden. Und dann, War das so eine Challenge? Oder? ja, das war eigentlich so eine Challenge, aber das war so ein Gag-Video, als Gag-Video gedacht und hat eingeschlagen wie eine Bombe, hatte dann 11.000 Klicks ein paar Tage später und dann, ja, dann war alles gut, ja, bei so vielen Klicks ist mir dann schon fast berühmt. Genau, das war, wie gesagt, spontan und Freestyle, ne? Ich nenne es mal Freestyle. Der Kiki Dance, ein Trend aus Amerika. Menschen sollen neben rollenden Autos tanzen. 1,5 Million haben weltweit mitgemacht. Mario war der einzige Follow-Me-Tänzer. Das ist die Alpha 1. Er soll einen Flieger einwinken an dieser Position. Was ist das Besondere hier? Hier geht die Maschine mit der Nase bis zum Zaun und wird dann eingedreht. Schon losgefahren? Ja, kommt noch einer, oder was? Ist das kritisch? Komm noch. Das ist eigentlich nicht kritisch, wenn alles nach Plan läuft. Aber nicht immer läuft alles nach Plan. Die wird dann hier reingelotst, ne? Der fährt sein Auto besser weg da, dann steht er im Weg. Dann kommt er hier auf den letzten Drehkreis, A321. Dann wird er hier hart rumgenommen. Und dann dreht er sich hier so rum. Und hier durchziehen, Weste. Und wird dann hier auf dem letzten Balken auf Other Types abgestellt. Ich muss jetzt darauf achten, dass die Brücke angedient werden kann, wenn die Maschine steht. Und dass der nicht so weit nach vorne rollt. Das kann dann kritisch werden, dann kann der mit der Nase auf der Fahrstraße stehen. Dann wird es schwierig mit der Abfertigung. Ja. Position ist soweit in Ordnung. Der Brückenfahrer ist auch schon da, der checkt noch seine Brücke. Die Maschine ist seit 8 Minuten gelandet auf der Nordwestbahn und wird so in 2 bis 3 Minuten um die Ecke kommen. Da kommt die Maschine. Flug 175 aus Berlin-Tegel mit 152 Passagieren. A1 zählt zu den schwierigsten Abstellpositionen für Flugzeuge am Airport. Der Pilot muss mit der Maschine eine enge Kurve fahren. Dabei muss er aufpassen, dass er mit den Tragflächen nirgendwo hängen bleibt.
3 solche speziellen Parkplätze hat der Flughafen. Ohne Follow Me geht hier gar nichts. Mario sperrt auch die Straßen zur Sicherheit. Dann winkt er den Piloten ein. Sein linker Arm zeigt, wohin der Pilot lenken soll. Seine rechte Hand gibt das Kommando. Zügig weiterfahren, immer weiter. Jetzt langsamer werden. Vorwärts rollen. Noch wenige Zentimeter nach vorne. Stopp. Noch kurz warten, bis das Flugzeug gesichert ist. Danke und tschüss. Die Maschine wird an den Strom angeschlossen. Die Piloten können die Turbinen jetzt ausschalten. Erst dann darf die Brücke anrücken. Die Nase, also die Flugzeugspitze, steht nicht zu weit vorne. Mario Hahn hat die Straße wieder freigegeben. Muss halt überall drauf achten. Der 174 steht. Guten Tag, junger Mann. Good morning. Is there some smoking area? Smoking area. Here is complete smoking free. You must go outside. Outside? Yes, Okay. here 50 meter or here 50 meter. Exit outside, you can smoke. Okay. Mario Hahn lotst auch im Terminal. Hier sind zwar sehr viele Hinweisschilder, aber viele führen die auch in die Irre. Und da kann man immer mal helfen, das macht Spaß. Das ist einfach immer so meine Runde. Ich mache meine Terminalrunde und dann geht es mir wieder gut, dann habe ich mich bewegt, dann kann ich wieder eine Stunde oder 2 sitzen. Kann sich mal eine Kleinigkeit kaufen. Das ist ein Abschnitt von der Änderungsschneiderei oder Reinigung. Und da werden wir jetzt was abholen für die Frau. Ist was umgeändert worden oder geflickt worden, eine Bluse. Muss ich heute abholen. Euroclean. Schauen wir mal, ob es fertig ist. Noch ein Mario. Mario. Ex-Arbeitskollegen. Nur Barzahlung, hier nur Barzahlung. Tag, junger Mann. Alles klar? Jawohl. Ist was ändern lassen? Ja, ich muss die Hosen kürzen lassen, Wieso? weil sie so nicht in meiner Größe habe. Bist du kleiner geworden? Leider. Leider. Okay, mach's gut. Hallo. Hallo. So, schauen wir mal, ob es fertig geworden ist. Zettel habe ich dabei. So, es ist fertig. Jawohl. Kommen viele Mitarbeiter vom Flughafen zu Ihnen? Ja. Zu den Stammkunden zählen auch Was kostet's? Piloten und Flugbegleiter. 5 Euro. 5 Euro. Wunderbar. Ich habe nicht das gleiche Gummiband gehabt, deswegen habe ich schon länger gedacht. Ah, okay. Ist kein Problem. Habt ihr Gummi ist wieder drin? Ja, Gummi ist wieder drin. Ja. So, Bluse ist wieder ganz. Kriege ich heute Abend wieder was zu essen. So wird's sein. Vielen Dank, schönen Tag noch. Danke Ihnen so. Ciao, ciao. Ciao. Marios Pause ist langsam zu Ende, zurück aufs Vorfeld. Doch ein Stopp muss noch drin sein. Das ist einer meiner Lieblingsplätze hier, diese Retro-Tafeln, die sind immer faszinierend. Die sind einfach Kult, die gehören zum Airport. Solange ich denken kann, hängen die hier und es ist schön, dass sie noch funktionieren. Und wieder hat er Urlaubsträume. Ja, da sind ein paar schöne dabei. Singapur wäre jetzt ganz nett. Oder vielleicht Barbados, Tobago wäre auch nicht schlecht. Irgendwann mal bestimmt. Weiter geht's. Lufthansa? Hier hoch? Genau, hier hoch und dann links. Und dann rechts und dann wieder links Richtung Fernbahnhof. Links, gehen. rechts und wieder links. Genau. Perfekt. Alles klar.
So, da hatten wir wieder einen Kandidat, der hat Lufthansa gesucht. Mit dem Zug, das ist da oben vor dem Fernbahnhof. Ja, jetzt ist er wieder auf Kurs. Wir können weiter. Dieser Frachtflieger muss in die Werft. Die ist im Süden des Flughafens, hinter den Start- und Landebahnen. Oder 79 wäre rollbereit mit der Charlie Delta. Nach dem Kanadier dann. Die Maschine wird geschleppt. Doch der Schlepperfahrer darf die Start- und Landebahn nicht alleine überqueren. Das geht nur mit einem Follow Me. Ein Job für Mario Hahn. Wir haben ja noch einen Verkehr. Flug 1132 hat noch Vorfahrt, hebt gleich ab nach Barcelona. Ans Mittelmeer würde Mario Hahn jetzt auch gerne fliegen. Wo geht's hin dieses Jahr in Urlaub? Das weiß ich noch gar nicht. Es wird spontan erfolgen. Wo gibt's ein Favorite? Portugal eventuell. Denn dort hat er auch Familie und Freunde. Der Turm für den Victor 79. Turm, so nennen sie den Tower. Mario Hahn braucht von den Lotsen die Erlaubnis. Erst dann darf er die Bahnen überqueren. 79, oder? Jawohl, der 79 hat einen Umschlepp und ist Yankee 2, möchte nach Sierra 25. Marios Bruder arbeitet auch hier. Er gab ihm den Tipp, sich für die Ausbildung zum Follow Me zu bewerben. Ich war nach 4,5 Monaten fertig und dann habe ich die Wahl gehabt, allein zu fahren oder bei jemand anderem noch mitzufahren. Habe mich dann entschieden dafür, dass ich allein fahren will. Und jetzt hat er viel Verantwortung. Immer Action und immer am Puls des Geschehens, wie er sagt. Einfach sein Traumjob. Ja, auf jeden Fall. Nochmal Turm für einen Victor 79. Ja, bitte? Oh, wir sind jetzt kurz vor der Halle 12. Ist es möglich, dass wir rückwärts rein können? Ja, Fußball Seiten ist mir ganz gleich. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Könnt auch schon zur Rampe. Ciao. Oh, dann schalte ich um. Dankeschön. In dieser Halle repariert und wartet die Fracht-Airline alle ihre Maschinen. 17 Stück. Sie hat ihre Basis in Frankfurt. Dieser Flieger, eine MD-11, ist schon 19 Jahre alt, fast ein Oldtimer und wird noch in diesem Jahr ersetzt durch ein moderneres Flugzeug. Für Mario Hahn ist der Job erledigt. Zeit für einen alten Freund. Den will er jetzt besuchen. Mal schauen, ob er zu Hause ist. Der Henning. Henny! Da ist er. Ist der nicht süß? Komm zum Dr. Dolittle. Der ist voll goldig. Ganz schön fotogen, der Bursche. Hier gibt's alles. Füchse, Hasen, Falken, Stare, Raben, Bachstelzen. Ist alles da. War ja früher mal ein Sumpfgebiet. Hier an der Stadtbahn 1.8. Kumpel Mario und Bachstelze Henny! kennen sich schon seit Monaten. Wenn Mario Hahn Zeit hat, besucht er seinen Federfreund hier an der Startbahn West. Daheim hat der Limburger einen Hund. Tiere sind was Beruhigendes. Es freut sich immer einer, wenn man heimkommt. Das ist sehr schön. Und man hat immer Bewegung und Gassi. Henny kommt nur, wenn Mario da ist. Der Henny. Vielleicht fährt er auch gern mit. Probieren wir es mal. Hat sich extra gekämmt. Flieger stören Henny nicht, wie der hier nach Kairo. Hauptsache, er kann bei Freund Mario mitfliegen. Henny Tours. Das ist mein Follow Me. Zurück auf dem Vorfeld.
Mit Kollegen steht Mario Hahn auf dem Rollweg. Gemeinsam mit der Feuerwehr wollen sie gleich eine arabische Fluggesellschaft begrüßen, die heute zum ersten Mal mit einem A380 in Frankfurt landet. Die Löschwagen sollen einen 30 Meter hohen Wasserbogen spannen. Ob sie mit dem Wasserstrahl über den A380 drüber kommen? Das sieht ja schon ganz gut aus. Wasserbögen sind Tradition, nicht nur zur Begrüßung. Haben wir schon häufiger gehabt, ja, wenn die Piloten ihren letzten Flug haben, meist, dann kommt die Feuerwehr und gibt es eine schöne Wasserfontäne. Das wird immer mal gern gesehen. Ja. Wie findest du das? Toll, das ist eine schöne Geste. Da kommt sie, die nagelneue A380 dieser Airline, zum ersten Mal auf hessischem Boden. Der Wasserbogen soll Glück bringen und ist symbolisch das neue Einfahrtstor, in diesem Fall Frankfurt. Herzlich willkommen, Crew und Airline. Wahnsinn, 380er mit Wasserbogen haben wir nicht so oft gehabt. Das ist natürlich ein Riesenklotz. Und dennoch mit Wasserbogen, besser geht's nicht. Der Brauch kommt vermutlich aus der Seefahrt. Schiffe, die zum ersten Mal einen Hafen ansteuern, werden auch heute noch mit Wasserfontänen begrüßt. Fototermin mit dem Riesenvogel. Die Ankunft des neuen Fliegers hat sich schnell rumgesprochen. Stau auf dem Vorfeld. Mario Hahn würde gerne mal in den Luxusflieger reinschauen. Wäre natürlich ein Traum. A380 Katar, der ist sicherlich nicht arm ausgestattet. Also das wäre schon was Feines, ja. Könnte ich mir vorstellen. Wir fragen nach bei der Airline. Und ja, wir dürfen gemeinsam mit Mario in die A380. Da kannst du eigentlich mit dem Auto reinfahren. Ja. Das verschwindet komplett. Wir haben eine schöne Autogarage, oder? So ein Triebwerk. Ja. Mit einer kleinen Rampe, so eine Auffahrt. Was ein Triebwerk hier. Auch die riesigen Reifen begeistern den Familienvater. Wie groß ist er denn? 1,85. Ja, und die gehen bis hierhin. Bequemer Stehtisch. Aber jetzt will Mario in den Riesenflieger. Er darf. Business, Economy und First Class. Mit Bad und Bar. 517 Passagiere passen in diesen Airbus A380. So. Flugkapitän Mario Hahn und seine Crew begrüßt Sie recht herzlich auf dem Flug von Frankfurt nach Doha durch die kalte Küche. Aha, eine gepflegte Economy, ne? Und die Kabinen, so dass die ein bisschen getrennt sind, dann finde ich angenehm einfach. Ne? In so einem Riesenflugzeug darf man aber auch erwarten, dass man ein paar Zentimeter mehr Beinfreiheit hat. 2 Stockwerke hat der Airbus. Oben sind die teuersten Sitze. Oh, schönes Bad, jawohl. Braucht man das im Fliegen? Ist halt Luxus. Aber schön. Wir können uns ja mal hier. Oh ja. Mit Nackenrolle. Wunderbar. Sitzen wir wie im Café. Oh, hier ist die Bar. Hier was Kühles trinken und 10.000 Meter hoch. Ja. Kann man genauso lassen. Ja, vielleicht die Dinge sind ein bisschen weg. Die gehen ja dann auch hoch. Ja. Die gehen hoch? Ja, das ist ja dann. Ah, okay. Und dann, wenn es Gepäck drin ist. Dann Ah, okay. Ich habe mich schon gewundert hier. Grenzt ja also Kopf. Dong, 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 dong. So, jetzt kommen wir wieder an die frische Luft. Nach 20 Minuten ist der Flug zu Ende. Und wieder gelandet in Frankfurt. Ja, war schön. Hat mir mal ein bisschen Doha angeschaut, war nicht schlecht. Erste Klasse geflogen. Passiert ja nicht alle Tage. Und jetzt wieder? Jetzt weiterarbeiten.
Da ist gerade auch noch was unterwegs Richtung Piste. Ah, vielleicht ist das, was gesucht wurde. Ich check nochmal, Lima 2021. Mario Hahn funkt mit den Vorfeldlotsen. Piloten haben eine Gefahr gemeldet. Ah, Lima 21 weht's gerade Richtung Bahn. Ja, ihr könnt mal mit Lima 21 das Einsammeln fahren. Eine große Folie fliegt über die Startbahn. Zwischen Lima 20 und Yankee 2, das sammle ich mal ein. Okay. Die Startbahn ist nur wenige Meter entfernt. Die Folie ist eine Gefahr für Flugzeuge. Wird sie von den Triebwerken angesaugt, könnten diese ausfallen und das bei einem Startvorgang sehr gefährlich, sagt Mario Hahn und gibt alles. Der Wind auch. Ganz schnell entsorgen. Wie kommt denn sowas aufs Vorfeld? Ja, ist sehr windig heute. Da macht er natürlich einige Meter und geht in die Luft. So etwas darf hier nicht rumfliegen, sagt Mario Hahn. Die Kollegen müssen besser aufpassen. Zum Glück sind solche Tiefflieger eher selten. Für dich gleich die Bravo 22. Per Funk kommt der nächste Auftrag. Der Limburger soll Flug 1084 aus Bordeaux einwinken. Wieder an Gate A1, der anspruchsvollsten Abstellposition für Flugzeuge hier am Flughafen. Der Pilot muss mit der Maschine wieder eine enge Kurve fahren. Mario unterstützt ihn. Langsamer werden. Stopp. Das war's. Und tschüss. Auftrag erledigt. Am Terminal 2 ist eine A380 nach Doha startklar. Zum ersten Mal ist dieser Flieger in Frankfurt gelandet. Mario Hahn wird die Maschine begleiten, falls die Piloten Unterstützung brauchen. Die Uhrzeit ist ein bisschen nach hinten gerutscht, also kleine Verspätung hat er dann doch. Der Medienrummel ist schuld. Der hat den Flugplan ganz schön durcheinandergewirbelt. Egal, so kann Mario den Giganten länger betrachten. Die finde ich eigentlich cool. Muss man eigentlich immer hier Ohrschützer tragen? Ist das Vorschrift? Ja, ich bin jetzt schon auch über 30 Jahre hier, das merkt man dann schon. Also es ist besser, wenn man sie täglich trägt oder wenn man aus dem Auto geht, dass man sie anhat. Hier laufen Aggregate oder Triebwerke oder von der Nachbarposition. Lärm ist immer da. Die A380 ist startklar. Mario fährt parallel mit, zur Sicherheit. Where do you go when the wild winds blow? How do you hold back the feelings you fight? Don't let the flames die out tonight. Life's too short, so don't waste your time. You need the braver crusader, the prince who keep the saber, the honest, the promise, can treat you like a goddess. You need a man to go down on his knees. You need a man who'll give you what you need. Zwei Kilometer entfernt ist die Zentrale der Follow-Me-Fahrer. Marios Bruder Frank meldet sich per Funk beim Schichtleiter Marius Gerlich. 166 ist die Mülltonne über. 166 die Mülltonne, jawohl. So, hat jetzt gerade ein Kollege Auftrag durchgegeben. Auf der Position Victor 166 ist die Mülltonne überfüllt. Das heißt, der Deckel wird nicht zugehen, gehen wir davon aus. Und da wir jetzt einen stärkeren Wind haben, Windwarnung, es kann sein, dass der ganze Müll wieder rausfliegt aus der Mülltonne. Ist halt sehr schlecht für die Flugzeuge, für die Triebwerke, für die Reifen. Deswegen muss ich mich jetzt darum kümmern, dass es auch abgeschlossen wird. Knapp 100 Müllcontainer stehen am Flughafen. Auch sie werden regelmäßig kontrolliert. Ich werde jetzt die Reinigungsfirmen
anrufen, bestellen, dass sie die Säcke wieder rausnehmen und entsprechend die Mülltonnen sichern, zumachen. So. Also Gerdi, schönen guten Tag. Folgendes, die Position Victor 166, da sind die Mülltonnen überfüllt. Besteht die Möglichkeit, da jemanden rauszuschicken, der sich das mal anschaut, dass mir da wieder die Victor 166. Super, danke schön, tschüss. Also Gerdi, guten Tag. Die Leitstelle. Okay. Okay, gut, schick's sofort jemanden. Ein Notfall im Terminal. Bitte schön, tschüss. Ein Rettungswagen kommt aus der Innenstadt, muss in den Sicherheitsbereich. Die wollen aber ins Gebäude, in die Lounge irgendwo, das geht. Da kommt gleich interne Feuerwehr noch dazu. Vielleicht könnt ihr mal zeigen, wo das ist. Okay. Ein Passagier ist offenbar im Terminal kollabiert. Er braucht medizinische Hilfe. Zu Bravo 45 soll ein Krankenwagen gelotst werden. Mario soll die Sanitäter am Tor 75 abholen und zum Patienten bringen. Das muss jetzt alles ein bisschen schnell gehen. Man kann nie wissen, was das für ein Einsatz ist. Verkehrsregeln sind jetzt eher Nebensache. Scheint noch niemand da zu sein. Am Funk noch einmal der Schichtleiter. Ja? Seid ihr schon unterwegs? Wir sind im Moment am Tor 75 angelangt. Und jetzt warten wir hier auf den Krankenwagen, der kommt dann irgendwann um die Ecke und werden den schnell weiterlotsen. Da kommt er schon, ich höre die Sirenen. Die Sanitäter kommen aus der Innenstadt. 10 Rettungswagen hat der Flughafen. Sind jedoch alle im Einsatz, wird Unterstützung aus der Stadt angefordert. Sicherheit steht auch hier an erster Stelle. Besatzung und Rettungswagen wurden schon von der Airport Security durchsucht. Sie begleiten die Helfer zur Flughafeneinfahrt. Ab jetzt übernimmt Mario. Einmal quer über den Flughafen. Mit Mario Hahn vorneweg geht das. 3 Minuten brauchen sie zum Gate A50. Auch die Feuerwehr ist da. Die Wege im Terminal sind lang, viele Treppen, Hindernisse. Die Männer wollen helfen, falls der Patient mit der Trage zum Rettungswagen gebracht werden muss. Ein Mann aus Amerika hat um Hilfe gebeten. Nach 8 Stunden Flug war ihm schwindelig. Wir warten draußen auf die Krankenwagen. Der Passagier fühlt sich wieder besser, sagt der Einsatzleiter der Flughafenfeuerwehr. Der wollte nur den Blutdruck gemessen haben. Das hat man halt oftmals, dass er nur quasi kleine Hilfeleistungen brauche. Und mehr war es dann letztendlich gar nicht. Also war kein medizinischer Notfall in dem Sinn. Mario fährt die Sanitäter wieder zum Ausgang des Flughafens, Tor 75. Gerade zur Ferienzeit sind die Rettungsteams am Flughafen ausgelastet. Dann kommt regelmäßig ein Rettungswagen aus der Stadt zum Flughafen. Mario Hahn soll im Süden die Parkpositionen kontrollieren. Hier stehen Flugzeuge, die erst abends wieder starten. Kollegen arbeiten an den Maschinen. Mario kennt fast jeden. Alles eine große Familie hier am Airport. Meistens Mitarbeiter, die schon über 20 Jahre hier sind. Der Wind hat keinen Müll auf die Rollwege gepustet. Alles sauber. Mario ist zufrieden und entdeckt seinen Lieblingsflieger. Ja, der hat was. Ich weiß auch nicht, dieses Grüne. Steht im Dreamliner ungeheuer gut. Sieht sehr edel aus, die Maschine, finde ich. Passt zu dem futuristisch gestalteten, zu der Nase, zu der flachen. Wunderbar. Die Triebwerke sehen schön aus. Ja, die gezackten Triebwerke. Ist schon ein Hingucker. Ein Beauty-Flugzeug. Geht er natürlich auch, die Teil. Schön in lila, purpur. Ist genauso schick. Nur in dick. Kleiner Limerick. Der Dichter und Lenker hat jetzt Feierabend nach 8 Stunden im Follow-Me-Bus.